Moin aus dem Wunderland! Unter dieser schicken Plane verbirgt sich, man weiß es wahrscheinlich, der Iguazu-Wasserfall. Aktuell ohne Wasser. Das will ich ändern. Ich will einen Testlauf starten, dass wir wirklich bis zur Eröffnung wirklich testen können, dass Eventualitäten noch jetzt auftauchen, die wir reparieren müssen. Was ich dazu noch brauche, muss ich dahinter machen, weil irgendwo muss das Wasser ja herkommen. Hier ist dieses besagte Wasser. Wir haben hier in der Ecke tatsächlich die originale Wasserleitung, die von unten hochkommt. Und die lege ich jetzt so um, dass sie hier an der Seite längs läuft, bis an der Ecke in diesen Tank und da hinten in noch so einen Tank, weil wir verbrauchen relativ viel Wasser. Es verdunstet viel durch die große Oberfläche. Und damit wir nicht jeden Tag hierher kommen und einmal Wasser nachkippen müssen, haben wir halt eine Standwasserleitung. Ich stecke jetzt erstmal so ein bisschen wie so Klemmbausteine zusammen. Ich habe so lauter kleine Rohrstücke und ganzes Material, das muss ich mir auf Länge bringen und kann das alles zusammenbauen. Und wenn das dann passt, dann komme ich mit großem Werkzeug und verpresse die, damit es auch dicht ist. Fast als hätte das ein Profi gebaut. Ja, siehst du, das ist ja plus minus ein paar Millimeter, ist egal. So, jetzt kommt nämlich ein Punkt, wo ich sehr unschlüssig bin. Wie und wo baue ich diese Ventile ein? Ich bin richtig gut darin, Werkzeug zu verlegen. Nein! Das Rohr endet quasi hier, wo mein Finger endet. Dann wird hier verpresst. Und jetzt müsste hier noch ein Stückchen gerade, wobei das eh gar nicht so blöd wäre. Das meine ich nämlich, das macht Spaß, weil man wie so ein bisschen basteln. Ein bisschen was von hier und ein bisschen davon was und da ein bisschen was hin. Dann kommt der ungefähr so. Dann können wir den da drunter oder bauen wir den da drüber. Ich würde den da drunter bauen. Das hilft alles nichts. Ich schneide mir jetzt mal ein Rohr in die richtige Länge, weil sonst wird es langsam nervig. Dann stecke ich jetzt erst einmal zusammen. Der Winkel ist mir zu doll. Eine ganz waghalsige Idee. Das macht man so nicht, deswegen darf keiner zugucken. Der Knick in dem Rohr ist aus Versehen passiert. Aber das kann man noch benutzen bestimmt. Weil in der Theorie, je weniger stark Kanten sind, desto weniger Strömungswiderstand habe ich. Aber was weiß ich schon, ich bin ein Wasserfallbauer und kein Klempner. Jetzt ist wieder die Qual der Wahl. Baue ich das nach oben oder nach unten, das zweite? Ich brauche zwei. Eins für den Tank, wo eben das Wasser generell drin läuft. Und das zweite, der kleine Kanister, ist für den, eigentlich ist es die Gischt. Wir machen das eben mit Wasserdampf, also bei uns ist das quasi wie Nebel. Und der wird quasi mit dem Lüfter rausgepustet hinter den Wasserfall. Und es kommt quasi dahinter lang und seicht so ein bisschen, wabert es quasi durch Schlitze, die bewusst gemacht wurden, dass es so aussieht, als ob es Gischt sei. Und da verbrauchen wir so ungefähr, was heißt verbrauchen, es verdunstet, so geschätzte 20 Liter am Tag. Und damit wir eben nicht jeden Tag hier 20 Liter Wasser nachfüllen müssen, brauchen wir diese Leitung. Das ist das Tolle an diesem Laden. Gelernt habe ich ja mal was ganz anderes. Und all diese Ausbildungsberufe, die man machen könnte, um das zu tun, was man hier so tut, kannst du in einem Leben gar nicht abschließen. Ich habe jetzt fertig zusammengesteckt. Ich habe sämtliche Rohrverbindungen, also Bögen und Winkel. Das ist jetzt noch ein bisschen loser alles hier. So gebaut, wie es meiner Meinung nach sein könnte. Jetzt ist es aber so, dass es eben noch nicht benutzbar ist. Dementsprechend habe ich jetzt diese schwere Zange und werde jetzt diese Verbindung wie so eine Kabelquetschzange, einfach nur eine Rohrpresszange zusammenpressen. Dann ist das fest und dicht. Wenn ich eine Pressung mache, kriege ich sie auch nicht mehr auseinander. Und ich brauche eine Isolierung drumherum, weil die Rohre, da ist ja kaltes Wasser drin, die Lufttemperatur ist relativ warm, das heißt, es würde Wasser hier dran kondensieren, das wollen wir vermeiden. Dann fangen wir an. Das wohnt jetzt da. Das passt. Hier ist das nächste Teil, was ich komplett entnehmen kann. Das heißt, ich kann das hier direkt vor Ort verpressen, kann im Nachgang von hier die Dämmung drüber schmeißen. Also kann das hier losgehen. Trauen wir uns einfach die 90 Grad zu machen? Schon, ne? Es geht ja nur hier hoch. Ob ich jetzt hier oben in dem Winkel oder
Was ich hier mache, ist übrigens zu dichten. Ich lege in das Gewinde ein Teflon-Dichtband ein. Einfach als Dichtung, weil sonst Gewinde ganz gerne mal tropfen. Und das wäre hier irgendwie ungünstig. Dann können wir hier wieder ein bisschen Zeug drüber schmeißen. So, wir müssen jetzt mal unten weitermachen. Because, wenn ich jetzt das hier oben fertig mache, komme ich unten nicht mehr dran. Das wäre so ein typisches Ding. Und dann alles nochmal machen muss. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe gestern bis zum Feierabend noch meine Rohre fertiggelegt, habe sie richtig schön isoliert. Ich teste jetzt, ob der erste Weg bis zu den Magnetventilen, ob das dicht ist. Okay, let's go. Dieser welche Hahn. Das klingt... Ah. Das klingt nicht dicht. Hast du jetzt ein Déjà-vu, Arne? Nö. Es wäre ja echt ultra langweilig. Ach, guck mal. Die Dichtung war scheiße eingesetzt. Wer hat denn das gemacht? Das weiß ich nicht. Was ich hier mache, ist übrigens zu dichten. Wir versuchen es gleich nochmal. Ach, guck mal. Und plötzlich ist es dicht. Wenn es da jetzt reinläuft, dann läuft es unten in der Lokwerkstatt aus der Decke. So, das wäre ungefähr bei Joachim vorm Büro. Diese Kabellage, die heute Morgen dazu gekommen ist für meine elektrischen Magnetventile. Das ist ja eine Wasserleitung. Das heißt, die sind im Prinzip so ein bisschen wie so ein Wasserhahn zu sehen. Und damit die auch geöffnet werden über unsere Steuerung, haben wir hier dran, das sind die Kabel, die macht Marvin gerade fertig, Sensoren, die sagen, wann muss wie viel nachgefüllt werden. Und das wird dementsprechend gesteuert. Jetzt gerade noch nicht, weil es endet hier. Das heißt, da muss noch weitergemacht werden. Das mache ich nicht. Da kriege ich zum Glück Hilfe. Ich nehme also gleich den Gartenschlauch dafür. Aber das ist dann für später die automatische Nachfüllung. Lieber Marvin, schön, dass du da bist und mir helfen magst. Wir nehmen jetzt die Plane runter. Ja. Die Plane darf kaputt gehen, ja, der Rest nicht so richtig gerne. Argentinien musste dran glauben. Oh. Aber ist nicht schlimm. Ist nur die Flagge untersteht. Ja. Warte schon. Warte. Ja. Boah, das ist richtig staubig. Ja. Mit viel Schwung in die Richtung. Nee. Ja, halb so wild, ist nichts mehr drin. Das letzte Mal, dass wir es so gesehen haben, ohne Plane, war noch mit Roche. Das ist mittlerweile schon ein paar Tage her. Now we are installing the rainbow machine. It's basically a projector that only projects a rainbow. The lens inside this is like this, and the rainbow is like, I think, 2 millimeters wide. So now what I'm trying to have is the rainbow on the spot where the most water is going to be falling, which is here and here. And there you have it. Down there it looks amazing. The rainbow is tricky. If you go to the Iguazu Falls, you will see a lot of rainbows everywhere. Once we have the water falling, we start working on the smoke outlets. And in order to do that, we just need to make holes in the rock. That is the first hole, and it's not working. We have too much water coming on top, and it's canceling the smoke. Now you can see the smoke is clearly coming out. Vor allen Dingen, jetzt sieht man gerade, wenn kein Wasser läuft, diese schöne Hinterwasserfallbeleuchtung. Während Marvin und ich die Folie abgemacht haben, war Uwe doch schon so schnell und hat mir meine Stromdinge hier verkabelt. Heißt, ich mache jetzt nur so Daumen hoch Richtung Uwe, dann läuft das schon mit Festverdrahtung. Also, Uwe, magst du einmal starten? Ich höre Wasser fließen. Ich höre und sehe Pumpen laufen. Da ist Wasser. Oh, es schäumt sehr. Es kleckert. Okay, das sieht gut aus. Das Wasser läuft. Irgendwo war noch ein bisschen Wasser, was jetzt nicht ganz so gut riecht. Aber es leben alle noch. Es wird noch geatmet. Es läuft. Die richtig geile Hinter-Iguazu-Beleuchtung ist natürlich auch noch da. Genau so wie es jetzt ist, kann es erstmal laufen. Das heißt, ich habe jetzt meinen Dauertest am Start mit Festverdrahtung. Also mehr geht nicht. Besser geht's nicht.
Und es sieht immer noch wieder geil aus.